Diese Woche ist Til Schweigers neuer Film in den deutschen Kinos gestartet und dabei handelt es sich um die Fortsetzung von Klassentreffen 1.0 und somit geht es hier jetzt um die Hochzeit. Für Thomas steht die Hochzeit ins Haus. Doch die Tatsache, dass sein neues Album von den Kritikern zerrissen und als schlechtestes Werk seiner Karriere bezeichnet wird, trübt sein Glück. Währenddessen steckt Thomas' Kumpel Andreas ein Jahr nach dem Klassentreffen mitten in der Scheidung sowie auf der Suche nach neuem Spaß und Nils muss feststellen, dass er betrogen wurde, was seine aufbrausende Art nur noch weiter anheizt. Als dann aber plötzlich ein gemeinsamer Freund bzw. Feind verstirbt, steht für die Gruppe wieder ein abenteuerlicher Roadtrip an, bei dem die Emotionen zwischen Beerdigung und Hochzeit natürlich völlig verrückt spielen. Die Hochzeit geht 119 Minuten, ist ab 12 Jahren freigegeben und läuft seit diesem Donnerstag, dem 23. Januar 2020 in den deutschen Kinos und ist also die Fortsetzung von Klassentreffen 1.0. Ein Film, der gut 1 Million Kinobesucher hatte, was für Til Schweiger Verhältnisse, wo ja auch gerne mal die Besucherzahlen Richtung 7 Millionen gegangen sind, bei beispielsweise Honig im Kopf, nicht besonders erfolgreich war. Basiert auf der Trilogie aus Dänemark namens Klassenfesten und eben nach diesem ersten nicht so wirklich gelungenen Start hat man vielleicht doch nicht eher Klassentreffen 2.0, wie der Film zumindest in der Branche lange genannt wurde, es dabei belassen, sondern heißt jetzt nun die Hochzeit. Dass es dabei weniger um Hochzeit als vielmehr um Beerdigung geht, sei mal an die Seite gepackt und dass das Plakat bei einem Til Schweiger-Film immer wieder gleich aussieht, mit den gleichen Farbwerten, Kontrasten und diesem dunkelroten Schriftzug, sodass man die Filme kaum auseinanderhalten kann, spiegelt sich leider auch inhaltlich wider. Dieser Film hat die ewig gleiche Kameraführung und viel zu krasse Two-Face in Anführungszeichen Belichtung, aber dazu später mehr. Eine Geschichte, die unglaublich vorhersehbar ist nie wirklich witzig, ähnlich sexistisch wie sein Vorgänger, da aber tendenziell ein bisschen besser, weil man mehr auf Slapstick und dämlichen Humor setzt, wo ich trotzdem persönlich im Kinosaal nicht lachen musste und das heißt nicht, dass ich im Kinosaal nicht lachen kann. Und wenn man die Chance hat, ist man auch wieder so slightly racist. Das war ja auch schon beim ersten Teil durchaus fragwürdig. Das alles zusammengepackt ergibt eine Komödie, die länger ist als ihre Vorlage, aber nicht um Längen besser. Obwohl ich die Vorlage nicht gesehen habe, geht es kaum schlechter. Deswegen kann ich mir das kaum vorstellen. Und ich bin natürlich schon in Anführungszeichen verhalten an diesen Film rangegangen nach Klassentreffen 1.0, den ich persönlich katastrophal fand. Aber vor allem versuche ich natürlich da auch immer noch einen neutralen Wert zu erhalten. Aber auch, was wieder Product Placements und viele andere Themen angeht, ist dieser Film eben in vielen Aspekten etwas, wo ich sage, muss es das wirklich haben? Braucht es das? Und bis auf die Ausstattung finde ich den einfach nicht gut. Aber dazu beim Fazit gern ein paar Worte mehr. Reden wir erst einmal über den Cast. Til Schweiger als Thomas ist wieder etwas deutlicher als sonst. Was die reine Sprache angeht, muss man ja schon mal als Plus vermerken. Ansonsten hat diese Figur weder Witz noch Charme, nicht ganz so sehr als der DJ bzw. Musikheld, nachdem sich jede Frau die Finger leckt und dauernd mit Hut rumlaufend inszeniert, wie im ersten Teil, aber trotzdem wirken viele Sätze und Momente immer wieder wie aufgesagt und seine Figur hat eigentlich keine so richtige Bedeutung, außer die Tatsache, dass sie irgendwie heiratet und diesen Roadtrip verwoben ist und irgendwie in diesem Dreierkonstrukt von Kumpels inklusive Tochter dann, also eher eine Vierergruppe, den Coolen so ein bisschen raushängen lassen soll. Aber ansonsten gibt es hier nicht wirklich viel. Aber trotzdem hat es Til Schweiger sich nicht nehmen lassen, bei der Premiere zu Die Hochzeit auf die Einladung schön drauf zu schreiben, in Anwesenheit von Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und Hauptdarsteller Til Schweiger. Auf dem roten Teppich der Deutschlandpremiere wurde tatsächlich geheiratet und da mussten alle dann auch dem Dresscode Braut oder Bräutigam folgen. Irgendwie absurd und habe ich so auch noch nicht erlebt, aber ich habe mich dann auch deswegen unter anderem entschieden, eher nicht dort teilzunehmen und habe den Film regulär im Kino geschaut, weil das dann irgendwie schon etwas freaky ist, vor allem wenn die Hochzeit so gar nicht im Fokus steht von diesem Film. Milan Peschel an seiner Seite als Andreas ist irgendwie sich für keinen Gag unter der Gürtellinie zu schade und spätestens eigentlich dann, wenn man aufgrund einer Viagra-ähnlichen Pillenüberdosis während eines Scheidenkrampfes in einer Frau feststeckt und daraus eine 3- bis 5-minütige Comedy-Nummer macht, hätte man das Drehbuch irgendwie an den Altpapiercontainer entsorgen sollen oder aufpassen, ob man dafür wirklich zusagt, ob man nach Teil 1 quasi gebunden war. Ich verstehe es nicht, aber es ist teilweise wirklich absurd und der Fäkalhumor zwar zurückgeschraubt, aber der Genitalhumor dafür ordentlich präsent und dafür muss Milan Peschel diesmal mehr herhalten als sein Samuel Finzi, was ich nicht verstehe, weil ich beide sehr gerne sehe und vor allem auch Samuel Finzi außerhalb eben von Klassentreffen 1.0 und die Hochzeit extrem zu schätzen weiß. Den respektiere ich, das ist ein toller Schauspieler, aber hier außer seiner aufbrausende Art und hier und da ein paar fäkale Gags hat diese Figur null zu bieten und geht eben diesen langen
dem Weg einer absolut vorhersehbaren Handlung hinterher. Das ist nix, kann definitiv mehr. Perlen vor die Säue, hier wird Potenzial nicht verwendet. Lilli Schweiger als Lilli, bleiben wir doch gleich beim Namen, wie er auch in der Realität ist, fand ich im ersten Teil tatsächlich ein bisschen besser. Hier wirkt das alles nur noch aufgesagt, was ich da geboten bekomme. Und klar, wenn ich das so runterrate, könnte man denken, Robert, wolltest du diesen Film vorher schon nicht mögen? Wirklich, ich versuche mein Bestes und sitze da und denke so, wow, wie kann man das dann alles dann noch auf die Reihe bekommen, diesen Film in eine längere Länge als das Original zu ziehen, wenn dabei kaum Überraschung oder irgendein Moment bleibt. Also ich musste nicht mal einmal schmunzeln bei diesem Film, das ist für eine Komödie schon kritisch. Aber ich habe auch nicht einmal etwas erlebt, wo ich dachte, oh, das hat mich jetzt inhaltlich total überrascht. Eher hat mich überrascht, wie sehr man Product Placements noch in den Vordergrund gerückt hat, aber dazu gleich mehr. Weil wollen wir noch alle über alle Frauenrollen reden, weil alle Frauen, die in diesem Film letztendlich vorkommen, reden entweder nicht miteinander oder wenn sie miteinander reden, über Männer. Der sogenannte Bechtel-Test würde hier ganz klar anschlagen und generell, ob dann von notgeiler Figur bis hin zu machtdominierter Frau oder eine, die einfach nur Angst vor der Hochzeit hat, wirkt das alles so 0815 klischeehaft, absolut nicht selbst, sondern fremdbestimmt und das ist dann einfach auch definitiv sexistisch und das finde ich sehr anstrengend. Und wenn dann mal ein Afrodeutscher auftaucht in dieser Handlung, wird er direkt auch mal als Bruder angesprochen, als einziger slightly racist an der Stelle, frage ich mich, warum? Aber gut, das habe ich alles jetzt zumindest mal erwähnt. Rein technisch ist dieser Film geprägt von einer wirklich guten Ausstattung. Das gefällt mir am allerbesten an dem Film, auch wenn ich das Gefühl nicht loswerde, dass es insgesamt für Barefoot Living eine große Werbekampagne sein könnte, was die Ausstattung angeht. Weil geht man auf die Seite von Barefoot Living, Til Schweigers quasi Heimausstattungsladen, Shop, da ist natürlich auch Fettwerbung für die Hochzeit drauf, abgesehen von der Tatsache, dass wir ordentlich viele Mercedes in der G-Klasse präsentiert bekommen, genauso wie VHV-Versicherung und irgendwann einer der Hauptfiguren sagt, zum Glück habe ich eine App und eine Versicherung, die diesen Fall abdeckt, wenn mein Auto geklaut wurde und so unnatürlich das Display Richtung Kamera gedreht wird, dass man sich denkt, hätte das echt nicht anders gehen können. Und Til auch noch sein eigenes Bier, Tils in dem Film ordentlich drapiert, denkt man sich, okay, ich habe zumindest 3 oder 4 der festen Product Placements sofort gesehen, sicherlich gibt es da noch wesentlich mehr. Ansonsten ist die Kameraarbeit genau dieser Look, den wir immer bekommen. Es ist auch dieser Look, wie sich die Plakate immer ähnlich, ähnlich aussehen, manchmal zu große Tiefen und Schärfen und immer wieder eine Gesichtshälfte so schattiert, dass man fast das zweite Auge im Kinosaal nicht sieht und die andere nahezu überbeleuchtet. Als hätte man den Kontrastregler zu hoch gestellt, aber vor allem, wenn sich das in jedem Film wiederfindet, kannst du sie einfach nicht mehr unterscheiden. Und ich finde, da sollte man mal einen klaren Unterschied machen. Vor allem spiegelt sich das auch zunehmend in Matthias Schweighöfer-Film wieder und die beiden anscheinend sich so sehr befruchtet in ihrem Look, dass dann diese Fließbandarbeit entsteht. Und da muss ich sagen, dieser Kameraarbeit, die aufgrund einem etwas höheren Pacing hier auch immer wieder zu unterschnitten ist, kann ich nichts abgewinnen. Ich habe das für mich so persönlich als Two-Face-Look empfunden aus der DC-Welt, wenn einfach eine Gesichtshälfte dauerhaft gefühlt in so vielen Dialogen immer voll beleuchtet ist und die andere nicht, finde ich jetzt wenig künstlerisch. Kann man mal machen, aber durchgehend durchaus fragwürdig. Wie gesagt, Szenenbild finde ich gut ausgestattet. Das Ganze fühlt sich an wie eine Barefoot Living-Werbung. Sehr geschmackvoll. Ob jetzt immer alles so aufgeräumt ist, mag ich mal dahinstellen, ob das noch irgendwie realistisch ist. Zumindest wirkt es dadurch immer wieder auch ein bisschen zu ungelebt. Richtig fatal ist die Musik. Und das ist ja bei Til Schweiger-Filmen seit langem der Fall. Musik, die immer wieder viel zu stark mit einem Foreshadowing spielt. Das heißt, gleich kommt eine gefühlvolle Szene und mir wird dann schon die gefühlvolle Musik leider zu oft aus der Retorte angespielt, viel zu laut, sodass manchmal die Dialoge darunter untergehen und ich mir so denke, warum will man hier ein Album verkaufen oder mir einen Film erzählen? Das wirkt nie harmonisch, wirkt immer völlig drüber und man denkt sich, oder ich denke mir dann zumindest nach Klassentreffen 1.0, hier muss man doch an so ein paar Schräubchen oder Reglern drehen, weiß ich, woran das dann intern liegt, dass man dann weiter genau diese Machart durchdrückt. Mal gucken, wie das Publikum es in Deutschland am Ende bewerten wird, ob es mit den Zuschauerzahlen rauf oder runter geht. Runter wäre natürlich sehr kritisch, wenn der erste Teil schon schwierig ist im Vergleich zu den sonstigen Erfolgen. Auch wenn generell über 1 Million Zuschauer definitiv als Erfolg gewertet werden kann, ist es trotzdem im direkten Vergleich eher schwierig und die Musik gibt mir da einfach nichts. Kostüm und Make-up soweit gepflegt, sind die Effekte so lala, die sich ansonsten hier wieder einschleichen, muss ich am Ende einfach sagen, in diesem Film mag ich die Ausstattung und alles andere mag ich nicht daran. Soll ich jetzt nochmal alles aufzählen? Ich glaube, das braucht es nicht. Ich glaube am ehesten, wer Klassentreffen 1.0 mochte und kein Problem mit Sexismus hat und allem, was dazugehört, der wird sich auch bei die Hochzeit vielleicht ganz dolle amüsieren.
Ich persönlich finde das sehr schwierig. Aber kann man gerne machen, sich dann diese 2 Stunden geben. Von mir bekommt die Hochzeit, den ich ähnlich schwach finde wie Klassentreffen 1.0 und nochmal beim Nachschauen gemerkt habe, den habe ich vielleicht jeweils einen halben Punkt so gut bewertet. Von mir bekommt er 2,5 von 10 möglichen Punkten als Komödie, genauso wie 2 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Und das ist eigentlich fast alles der Ausstattung zu verdanken, weil ich die tatsächlich mochte. Aber ansonsten schwierige Nummer. Okay, da bin ich am Ende meiner Review zu Die Hochzeit. Seit diesem Donnerstag in den deutschen Kinos. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.